Hey Süße, na, was hast du gerade an? Scharf. Was würdest du denn tun, wenn ich bei dir wäre? Unanständige Sachen. Sexting ist das Versenden von Texten oder Fotos mit anzüglichem Inhalt oder ohne angezogenem Inhalt. Dieser Trend nimmt bei Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen zu. Dabei ist das Phänomen gar nicht so neu. Denken wir mal drüber nach. Schon seit Urzeiten werden Bilder, Musik oder Briefe als Ausdrucksmittel des Begehrens verwendet. Yeah. Bestenfalls kann das in einen heißen Flirt, schlimmstenfalls in psychischen Terror und Mobbing münden. Die Gefahren sind dir eigentlich einleuchtend. Bilder können verbreitet und Texte gegen euch verwendet werden. Ich habe solch einen Fall miterlebt. Der Ex-Freund meiner Kollegin hat angefangen, ihre intimen Fotos nach der Beziehung als Druckmittel für noch weitere Fotos zu verwenden. Aber gibt es überhaupt Möglichkeiten, die Gefahren eines Missbrauchs präventiv zu minimieren? Jetzt komm schon, als ob das jemals was gebracht hat. Alles, was an einem Bildschirm angezeigt werden kann, kann gespeichert und verschickt werden. Wenn du also dieses sexy Foto verschicken willst, auf welchem du halbnackt mit Schlagsahne über deiner behaarten Brust zu sehen bist, dann mach das, ohne dabei dein Gesicht zu zeigen. Dadurch ist es schwieriger, die Fotos auf euch zurückzuführen, wenn die Bros meinen, damit angeben zu müssen. Schau dir diese Melonen an, Boy! Boy! Oder die Mädels. Schau dir diese Bananen an, Girl! Girl! Ich denke, das erklärt sich von selbst. Ihr solltet nicht jeder fremden Person direkt Nacktbilder von euch schicken. Es gibt ja diese Leute, die ihre Gedanken in jedem schlüpfrigen Detail beschreiben müssen. Aber wenn diese Texte jemals öffentlich werden und das im Zusammenhang mit eurem Namen, dann ist Fremdscham vorprogrammiert. Seid subtiler, nutzt einen sprachlichen Abstraktionsgrad, welcher von einem großen Teil überhaupt nicht verstanden wird. Und wer kann uns besser etwas über subtiles Sexting erzählen, als der berühmteste Deutsche schlechthin? Der Don Juan der Weimarer Klassik. Goethe. Einst hatte ich einen wüsten Traum. Da sah ich einen gespaltenen Baum. Der hat ein ungeheures Loch. So groß es war, gefiel's mir doch. Girl? Girl. Aha. Ihr müsst Technologien nutzen, die kaum Spuren hinterlassen. Oh, fuck hier. Ui, Mädel, du bist ja richtig unanständig heute. Wenn ihr diese Tipps einhaltet, wird eure Erfahrung die sicherste auf der Welt sein. Unter anderem, weil sehr wahrscheinlich niemand mehr mit euch sexten möchte.